Glück auf und Howdy aus Austin in Texas. Es ist Mittwoch und das bedeutet Quasselrunde. Was machen wir heute? Wir sind heute eure Ideengeber. Wir reden heute ein bisschen Business, aber hauptsächlich USA. Bisschen Business, Hauptsache USA. Ich glaube, das passt ganz gut zu dem Kanal. Also Ja. viel Spaß bei diesem Video. Die 8er Miles in Texas, der Weg war nicht leicht. Doch jetzt stehen sie hier unter dem weiten Himmel, unendlich und weit. Von der Kohle zum Staub, vom Bergwerk zum Wind, Texas ist jetzt hier zu Hause, wo der neue Traum beginnt. Ja, ich habe auf Facebook immer ganz oft gelesen von euch, so, ja, ich würde auch gerne mit dem E2-Business rüber in die USA, weg aus Deutschland. Und ihr wisst, was wir davon halten, von dieser Energie weg von, besser hinzu. Und generell finden wir insgesamt, wenn ihr ein Business in den USA starten wollt, dann solltet ihr dafür brennen und das wirklich rund um die Uhr träumen, atmen und auch wirklich leben wollen. Aber nichtsdestotrotz dachten wir uns, wir gucken uns mal um, was es so für verrückte Services hier in den USA gibt, die ganz schnell mit einem E2-Business ohne großen Invest irgendwie umsetzbar sind. Genau, also die eigentliche Idee, da ist sie nicht ganz ehrlich, kam, wir waren gerade beim Home Depot. Und auf dem Weg zum Home Depot haben wir ein paar Service-Business gesehen und haben gesagt, ey, da müssen wir eigentlich mal drüber reden. Ne? Das ist so cool. Das gibt es in Deutschland gar nicht. Und du hast, glaube ich, auch recherchiert, was so die Preise sind dafür. Ja, genau. Ihr wollt ja mal Preise wissen. Ihr wollt immer Preise wissen, ne? Was ihr damit umsetzen könnt, was ihr bezahlen müsst. Krankenkassenmakler ist kein Service, den wir hier anbieten. Nee, weil wir haben nach witzigen, unterhaltsamen Services geschaut. Wie zum Beispiel, was ich total lustig finde, und das ist so USA, besser geht gar nicht, Fake Wedding Guests oder Fake Family für solche großen Family Reunions. Weil in den USA ist dann doch ganz oft, je nach Gebiet, mehr Schein als Sein. Und wenn so eine Wedding irgendwie nur 70 Gäste, unsere hatte 70 Gäste. Ja, für uns war das groß. Das war sehr groß. Für die Nachbarn hier ist das ein Klacks. Nein, also das heißt, damit es nach ein bisschen mehr aussieht, gibt es tatsächlich Services, die bieten Fake-Gäste an. Und wenn ihr euch Die machen den Laden voll dann, Die machen damit den Laden sich die voll. Torte auch lohnt. Ja, genau. Und ihr müsst damit rechnen, wenn ihr selber mal solche Gäste braucht, zahlt ihr zwischen 75 und $150 pro Gast für 2 bis 3 Stunden. Ich frage mich ja, was passiert, wenn die nur für eine Stunde die Gäste holen. Das heißt, du bist um 7 Uhr, dann ist die Hütte voll. Ja. So, dann haben die 50 geholt und dann um 8 Uhr ist der Laden leer. Da sagt die Oma aber hinten, hör mal, das waren doch nicht deine Freunde oder was sind deine für Freunde? Naja, aber es sieht auf jeden Fall sehr, sehr, sehr voll dann aus. Und ihr könnt auch eine ganze komplette Familie für einen ganzen Tag mieten. $1.000. Ich will keine Familie mieten, ich habe eine Familie. Ja, aber jetzt mal ganz ehrlich, schätz das mal ein, so als Service. Ich meine, du brauchst ja nur, keine Ahnung, 10 Familien im Monat zu vermitteln. Dann hast du deine 10.000 im Monat. Ja, aber die kriegen ja auch Geld dafür, ne? Also das bleibt ja nicht hängen. Ja, ne? da hast du recht. Also ich glaube, das ist sehr saisonabhängig, ne? Wenn was ist. Ne? Und ob das wirklich viele machen, ich weiß nicht, Digga. Ich weiß auch nicht, aber ich kann mir das vorstellen für LA und für New York, ne? Also wer nach Kalifornien möchte, da gibt es doch noch sehr viel mehr Schein als Sein. Ich muss einmal kurz den Zuschauern erklären. Ne? Also wir haben hier einen Livestream mitlaufen und streamen quasi live, wie wir dieses Video hier aufnehmen. Und leider kann ich in diesem Livestream jetzt gerade nicht beantworten, weil das wird den Flow von diesem YouTube-Video hier so ein bisschen unterbrechen. Also nur, dass ihr Bescheid wisst hier, wir sind hier und morgen gibt es das zusammengeschnittene Ergebnis. Was haben wir noch? Du bist dran. Also, Ich bin dran. Ja, Ja, du hast mir das hier aufgeschrieben. ja hier. ich habe dir das aufgeschrieben. Mutti hat aufgeschrieben, Mobile Axe Throwing Trailers. So, und das ist, ihr wisst ja hier, in Texas gibt es ganz viele von diesen Axt werfen. An jeder Ecke kannst du hier Axt werfen. Ja. Und das kannst du natürlich auch mobil bieten. Haben wir schon mal gehabt. Ne? Ich war beim Oktoberfest der Deutschen Botschaft vorletztes Jahr. Und da hatten die auch so ein Mobile Axe Throwing Ding. Und das ist eigentlich ganz nett. Ne? Die bauen dann 2 so Boxen da auf und dann kannst du für einen schmalen Kurs da Axt werfen machen für deine Partys. Ne? Ja, also wir haben uns selber sogar auch mal so ein Axe-Throwing gekauft, weil wir das total lustig finden. Ich bleib dabei. Das ist kein Axe.
Wir haben Tomahawks. Ja, aber das ist trotzdem das Gleiche. Das ist total... Das ist nicht das Gleiche. Doch, es ist dasselbe. Wir haben Tomahawks und Axt ist mit dem großen Holzstiel. Wie dem auch sei, wir durften irgendwas werfen auf eine Scheibe. Und das hat Spaß gemacht. Und ich glaube, dass das gut funktionieren könnte, vor allen Dingen, weil du als Unternehmer dann zwischen 300 und 600 für eine kleine private Gruppe berechnen kannst und in der Regel für eine Firmenveranstaltung zwischen 800 und 1150. Das heißt, machst du 2-3 Wochenenden Firmenveranstaltungen, hast du auch wieder dein Soll drin. Ne? Und da brauchst du... Na klar hast du das. Guck mal, wenn du 4 Wochenenden hast, ne? Also, sagen wir Und du mal, machst 3 Veranstaltungen. Ah, okay. Ne? Das geht schon. Ich weiß nicht, was der Trailer kostet. Du musst ja auch ein paar, also da waren ja auch so ein paar Mädels da rum, ne, die dann irgendwie so ein bisschen aufgepasst haben, dass keiner die Axt jetzt daneben wirft oder nach hinten wirft. Ja, Das kann ja teuer werden, ne? das könnte Wenn du teuer so eine werden. Axt im Schädel hast. Ja, da musst du einen Waiver unterschreiben. Und Hier du geht musst auf immer jeden Fall alles eine mit gute Waiver. Krankenversicherung haben. Alles gut, Axe Throwing. Wäre das was für euch? Wäre das was? E2-Business, Mobile, hier, so sehen die Dinger übrigens aus. Ne? Hier, was Mutti mir aufgeschrieben hat, was ich sagen muss. Ihr seht alles total spontan. Nein, aber ihr wollt ja auch wirklich Fakten und nicht nur irgendwas aus den Fingern gesogen haben, sondern wirklich gute recherchierte Informationen. Die gibt es hier bei uns. So, nächste. Partyplaner kennt ihr alle. Das ist vollkommen normal. Mittlerweile auch in Deutschland immer normaler, dass es Partyplaner gibt. Aber habt ihr schon mal was von einem Partyplaner für Pets Birthdays gehört? Pets Birthdays. Ja, Pets Birthdays, Partyplaner. Das ist hier absolut im Kommen, weil hier wird für Tiere so viel Geld. Also Tiere und Kinder kennen die Amerikaner keine Grenzen. Ich frage mich, ob zuerst Tiere kommen und dann Kinder oder zuerst Kinder und dann Tiere. Es kommt auf die Region an. In Texas erst Kinder, in New York erst Hunde. Nein, aber es ist also auch da 200 bis 500 $500 mindestens pro Party. Ne? Dann kommen die mit Ballons, dann kommen die mit Hunde-Leckerlis und machen da, keine Ahnung, bespaßen die paar Hunde. Und bis oben hin gibt es keine Grenzen. Also wirklich keine Grenzen. Partys für $1000 für Hunde. Auch ein sehr lukratives Business. Ja, also ich finde es cool. Also grundsätzlich sind die schon bereit, für so einen Quatsch viel auszugeben. Ne? Sehr, also sehr wenn viel dir Geld. jemand Arbeit abnimmt, ne, und du damit nach außen strahlen kannst, wie toll das ist, obwohl du damit nichts zu tun hast, da sind die schon bereit, ganz schön viel Geld auszugeben. Sehr viel Geld, ja. Ja. Was hast du mir jetzt aufgeschrieben hier? Professional Line Sitters. Ja, Professional Line Sitters. Das lohnt sich übrigens, wenn du beim ACL bist, also bei diesem Music Festival hier. Ne? Und da kommen wir gleich drauf. Bei diesem Music Festival hier ACL, und da musst du die eine riesen Schlange stellen. Und da gibt es hier tatsächlich Leute, die mieten sich so einen Professional Line Sitter. Kostet $45, also US-Dollar die Stunde. So, und die stellen sich für dich in die Line. Und wenn du dann kommst, dann löst du den ab. Da kannst du nur hoffen, dass die Stunde nicht 3-4 Stunden sind. Sonst lohnt sich das mit dem Ticket nicht. Ne? Ach doch, also es kommt ja ganz drauf an. Wenn du zum Beispiel der allererste sein möchtest für das neueste iPhone und dann stellst du dich da in die Schlange rein. Ich kann mir das durchaus vorstellen. Ich denke aber nicht, dass das ein Business ist. Ich denke, es ist ein Studentenjob. Nee. Ich denke nicht, dass es ein großes Business ist. Ja, guck mal, $45 die Stunde, ne? Irgendwie, da kriegt der wahrscheinlich einen 20 von. Ne? Ja. Da bleiben 25 hängen, ne? Dann hast du noch Steuern und alles, das rechnet sich nicht so wirklich. Finde ich auch. Aber ich finde die Idee ganz witzig. Die Amerikaner sagen dazu, das ist ein Lifestyle-Business. Oder eben Highschooler und Studenten. So ist das. Ja, ich habe noch für Kinder. Ich sag's ja gerade, Hunde und Kinder sind so das amerikanische Lieblingstiere. Die Kinder sind die amerikanischen Lieblingstiere. Nein, das amerikanische Ich schneid das nicht raus. Lieblinge. Und zwar geben die Eltern sehr gerne sehr viel Geld aus, wenn sie wissen, dass dass ihren Kindern gut geht. Und es gibt einen Pick-up-Service von der Schule, meistens Middle School oder Elementary School, zu Sportvereinen. Und das lassen die sich wirklich köstlichst bezahlen. Das ist so eine Art Subscription-Modell. Meistens wird es auch von diesen Sportvereinen angeboten. Aber es kostet extra zwischen $100 und $200 die Woche. Die Woche. Das ist schon ordentlich, ne? Pro Kind. Also nochmal, falls ihr das nicht mitgekriegt habt, ich gucke gerade immer hier hin, weil hier läuft der Livestream, wie wir das Video aufnehmen. Ich kann eure Fragen gerade nicht beantworten. Das mache ich danach, nachdem wir den Livestream, nachdem wir das Video aufgenommen haben. Dann bin ich wieder bei euch. Ja,
Naja, oder ist eine verrückte Idee, auch das mal zu machen. 2 Fliegen mit einer Klappe. Effizienz. Amerikaner sind sehr effizient. Nee, eigentlich sind Deutsche sehr effizient. Ja, Amerikaner sind nicht effizient. Amerikaner die zahlen für Faulheit Geld. Also sind bereit für Faulheit mehr Geld zu bezahlen als die Deutschen. Ja, was glaubst du denn, dieses School Pickup oder ist das ein erfolgreiches Business? Könnte man daraus ein Business machen? Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist nur dann erfolgreich, wenn die eigentliche Dienstleistung danach kommt. Ne? Also du musst das einbinden. Also jetzt, wir sind da drauf gekommen, weil wir haben hier gibt es so eine Taekwondo-Schule in der Nähe. Ne? So, und die bieten an, dass sie die Kinder von der Schule abholen, zum Training bringen und dann können die Eltern die da abholen. Ja, dann haben die Eltern einen Weg weniger. Ne? So, das ist so. Also ich glaube, das rechnet sich nicht, weil das wäre ein Schulbus eigentlich nur, ne? Oder ein Taxi. Ne? So, das rechnet. Also du musst das mit einer anderen Dienstleistung verknüpfen. Ja. Ja, aber wenn du das hinkriegst, irgendwie zum Beispiel auch oder so ein Bastelnachmittag anbietest für Mädchen. Haben wir auch gesehen, ne, gerade? Ja, genau. So eine Malschule oder so. Eine Malschule. Und da dann diesen Abholservice dran packst, dann kannst du halt für diese Malschule mehr mit Geld verlangen. Könnte gut funktionieren, gutes Business. Ja, cool wäre das ja, wenn du den gleichen Preis nimmst und trotzdem den Abholservice hast. Dann stichst du die Konkurrenz aus. Aber also hier gibt es tatsächlich 2 so Kreativschulen, wüsste ich, wo die sind hier in der Gegend. Ich auch. Also ob die Geld machen. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Aber das Gute ist ja wirklich, du fährst ja nicht nur mit einem Kind, sondern du hast von den Schulen, von dem Einzugsgebiet, dann fährst du nur 3, 4 Schulen ab, hast dann irgendwie 8 Kinder da drin. Und 8 Kinder mal $250 extra die Woche. Ja, das ist schon. Also könnte sich schon lohnen. Könnte man einkaufen gehen von. Aber ich habe hier gerade, gab es noch eine Frage. Es ist tatsächlich so, es gibt ein Mobile Dog Poop Scooping Service. Also das heißt, das ist ein Service, der kommt vorbei und sammelt den Hundemist, ich wollte das K-Wort nicht sagen, auf. Ne? So, und ich frage mich jetzt, ne? Also das kannst du ja einmal so machen, dass das nur der Vorgarten ist. Ja. Du kannst das aber auch so machen, wenn du einen Hund hast, dann lässt du den einfach die ganze Zeit im Garten. Und dann geht der da hinten und dann bei dir im Garten, also nicht im Vorgarten, ne? Ja, bei dir hinten im Garten. Also das heißt, stell dir mal vor, wir hätten jetzt einen Hund, wären Amerikaner, stinkend faul, würden die Tür aufmachen, den Hund zum rauslassen, nicht zum Kleinmachen, sondern zum Großmachen rauslassen. Und dann bleibt da das Häufchen liegen, bis dieser Scoop-Service kommt. Und der kommt jede Woche einmal. Das ist ganz schön eklig, oder? Also wirklich, das sind dann irgendwie pro Garten zwischen 7 und 14 Häufchen. Und das kostet, wie viel kostet das als Abo-Modell? $10 bis $20 die Woche. Ja, überleg 20, mal. 40, 60, 80 bis $80 im Monat los, nur weil du zu faul bist, mal eben deinen Hintern rauszubringen und den Hundehaufen da wegzumachen. Ja, aber als Unternehmer, ich meine, wenn du dann hier, wie lange bist du in so einem Garten und pro Woche und scoopst das? 10 Minuten? Keine Ahnung. 10 Minuten. Also komm, pro Garten 10 Minuten. Bei uns war das immer so, der Hund, wenn der gemacht hat, bin ich da hingegangen, hab die Tüte gemacht und weggeschmissen, weil das ist einfach eklig. Ja, aber ich überlege trotzdem, dass das schnell gemachtes Geld ist und dass du in einer Nachbarschaft dann irgendwie pro Stunde super viele, also lohnt. Meinst du, das ist ein gutes Business? Wenn du eine Route hast und das ist voll ausgebucht, ne? Sagen wir mal, du brauchst 10 Minuten pro Haus, ne? Mit Anfahrt, auspacken, Scoop hinten rein, 10 Haus, also dann schaffst du vielleicht, sagen wir mal, du schaffst 4 Häuser in einer Stunde. Ja. So, das sind dann 4 mal... Meinst du, es lohnt sich? 4 mal 5, dann hast du die 20. Nicht so wirklich, ne? Aber weißt du, es hat gerade nämlich jemand in den Livestream geschrieben, dass damit jemand sehr reich geworden ist. Und ich kann mir das irgendwie sogar vorstellen. Ja, wenn du dann, also ich glaube, das geht, wenn du ein Franchise daraus machst. Wenn du sagst, pass auf, ich stelle dir Auto zur Verfügung, ich stelle dir Marketing zur Verfügung, die Leute buchen über die Webseite, ne? Und du musst einfach nur rumfahren und dann einsammeln. Ich glaube nicht, dass das als Franchise ist, sondern als Unternehmer. Du hast dann deine Angestellten, die das machen. Dann verdienst du richtig Geld. Der hier rumfährt, das ist Franchise. Nein, was ich dachte ist, dass das eine Firma ist und dass der Chef die halt rumfahren lässt. Ja, und trotzdem macht halt, also der Hebel zum Reichwerden, der kommt ja nur, wenn er in ganz vielen Städten ist, ne? Aber du kannst in einer Stadt erstmal anfangen und das ausprobieren. Definitiv. E2-Business. Wir reden von E2-Business. Nee, tun wir nicht. Du redest von E2-Business. Ja, ich will euch Ideen geben. Ich will euch einfach Ideen geben. Was hast du? Ich bleibe natürlich bei Kindern. Die Amis oder wir alle, Mamis, wir wollen, dass unseren Kindern nichts passiert. Und gerade wenn die ganz neu auf dieser Erde sind, wollen wir das Haus babysicher machen. Wir haben das damals selber gemacht. Das war aber auch bekloppt, was wir gemacht haben. Ne? Ja. Beim ersten Kind bist du noch total vorsichtig. Ja. Und beim zweiten ist so, blutet, ne? Ja, dann läuft weiter. Ja, ist egal. Bei dem ersten Kind, da haben wir, weiß ich, kann ich noch, an den Tischkanten haben wir so Styropor-Dinger geholt. Ne? Ja. Gut, Steckdosen, das verstehe ich ja noch. Ne? Aber jetzt mal ganz ehrlich, welches Kind packt denn irgendeine Nadel in die Steckdose? Du schon. Viele. Ja. Also ich habe letztens sogar tatsächlich ihr wisst ja, was ich mache, mit meinem Kunden ein Video darüber aufgenommen.
wie man ein Haus babyproof bekommt. Also der hat wirklich Keine sich Babys hingestellt. machen. Er hat sich hingestellt und jeden einzelnen Schritt erzählt, wie man ein Haus babyproof macht. So, und jetzt gibt es schlaue Firmen, die nehmen das alles und bieten dir das als Service an. Das heißt, die kommen zu dir ins Haus, machen einen Audit, schauen sich das Haus an, wie das aussieht, geben dir eine Empfehlung und installieren das sogar. Aber ich denke mir immer so, sind die dumm? Nee, aber warum brauchen die denn dafür so einen Typ? Das ist doch... das ist wirklich das Einfachste von der Welt. Ja, aber, weißt du, die Sachen kaufen, installieren und so weiter. Amis sind faul und Faulheit wird bezahlt mit bis zu $800 pro Haus, was man babyproof macht. Also und guck mal, wenn du davon irgendwie 40 Häuser im Monat machst, was jetzt nicht schwer ist, Das stimmt. ne, hast ein Business, hast ein gutes Business. Ja, wir haben immer aufgepasst, dass keine Tischdecke runterhängt Ja. und so, ne, weil Ja. die Kleine dann immer gezogen hat. Ne? Alles Mögliche. Und weißt du, wenn da Experten kommen und dir das Haus babyproof machen und dir sogar zertifizieren, dass dein Haus babyproof ist. Ist auch geil. Weißt Könntest du nicht dann verklagen. ist was Grundsätzliches hier. Ja. Ne? Also du kannst hier irgendein Institut aufmachen, gibst irgendein Zertifikat raus. Ne? Und wenn du das gut bewirbst, dann kennen wir einen, der das macht. Ne? Ja. Aber da kannst du dich dumm und dämlich hier verdienen. Verdienen. Das ist also Zertifikate. Amerikaner lieben Zertifikate. Ja, absolut. Zertifikatservice. Was hast du mir noch aufgeschrieben hier? Laundry Subscription. Ja, das ist tatsächlich so. Aber das gibt es in Deutschland auch. Ne? So Wäsche abholen und reinigen Gibt und es das bügeln. wirklich? Ja, klar, natürlich. So wirklich als Subscription-Modell? Ja, also gerade so im Businessbereich hast du ja diese Hemdenabholer im Büro. Nein, aber ich meine sowas, also was ich dachte war nur für Handtücher und Bettwäsche. Die kommen für, Ach so, du meinst hier so, nee, das ist aber dann, ja, das ist ja so ein Bettwäsche-Wechselservice. das meine ich nicht, das meine ich zusätzlich. Aber ich meine diesen Service, der zu dir kommt. Du stellst einfach nur deine Handtücher vor die Tür in der Tüte. Ja, und deine Bettwäsche stellst du vor die Also Tür. ich glaube, das gibt es in Deutschland auch. Meinst du echt? Ja klar, so ein Wäscheservice, der das abholt und wieder bringt gebügelt. Na klar gibt's das. Also das würde mich wirklich wundern. Aber die haben das hier so professionalisiert. Also ich sehe ja ständig Werbung dafür. Das ist hier halt dann eine andere Nummer. Ne? Aber genau, er hat recht hier. Also Gastronomie macht das ja ständig in Deutschland. Ne? Ja, okay, stimmt. Das ist so. Dann, aber es ist Aber das ist trotzdem trotzdem eine gute Idee. Eine gute Idee, die hier Kostet funktioniert. übrigens 20 bis 40 Dollar pro Woche für Handtücher und Bettlaken. Ja. Das geht aber, ne? Eigentlich. geht. Oder? Ich meine, jetzt, wie viele Handtücher haben wir? Oh, wir waschen schon viele Handtücher pro Woche. Ja, waschen weil wir auch zu 380 sind. Ja, aber guck mal bitte, was wir pro Woche machen wir 2 Maschinen Handtücher. Ja, das stimmt schon. Das ist schon einiges. Kommen wir damit hin? Ja. Ja? Ja, pro Woche. Wenn die große da ist nicht, dann müssen wir öfter. Dann müssen wir Haben wir öfter. Handtuch-Durchsatz hier. Was hast du noch? Warum habe ich nur noch einen und du 5? Nee, ich habe auch nur noch einen. Ach so, Ja. du legst sie immer nach hinten. Ja, ich bin schlau. Was haben wir denn hier noch? Ich habe noch, ja, ihr kennt den mobilen Kinderarzt. Ne? Hausarzt heißt das? In Deutschland heißt es Hausarzt. Hier wird das als mobiler Kinderarzt angeboten. Und das ist hier gerade der neueste Schrei. Aber auch mobile Pet-Vet. Also, sag schon, Tierarzt. Tierärzte. Ja, ganz, ich finde die Idee aber trotzdem Die Idee cool. ist super, also vor allen Dingen, das ist ja auch flexibel, also das ist skalierbar. Ne? Das heißt, Ja. wenn du einen mobilen Kinderarzt, Tierarzt anbietest, ne? So sagen wir mal, du bist jetzt Tierarzt und der Hund schafft das nicht, ne? Ja. Dann bietest du als Add-on-Service die an Ort und Stelle Einschläferung und Verbrennung an. Das ist fies. Aber das gibt es tatsächlich. Ja? Ja. Oh mein Gott. Ja, ich Was mein- machst du denn dann mit den Kindern? Ja, die werden auch eingeschläfert und dann nein, das ist nicht richtig, das ist nicht richtig. Aber es ist tatsächlich so, ne? Also du musst ja auch, was machen die Tierärzte mit den Hunden, wenn die da sterben? Ne? Ja. Die schmeißen die nicht einfach weg, da kommt auch jemand, der das macht. Ne? So, da kannst du so einen Kombidienst anbieten. Ne? Ja. Ist- Gute Idee. Auf jeden Fall, ich finde die Idee cool. Ich finde die wirklich cool, dass die Leute zu dir hinkommen. Ich habe letztens, und deswegen komme ich darauf, ich habe letztens von einer Influencerin hier aus Austin. Warte, gibt andere Es gibt andere. als wir? Als wir. Und die hat für ihren 3-jährigen Sohn so einen mobilen Kinderarzt bestellt. Das war natürlich eine Werbung. Und ich fand das so cool. Dann ist er da hingekommen, hat mit dem Jungen gespielt und geguckt und dann untersucht und dann geimpft und dann, weißt du? Also es ist einfach, passt nach Amerika, dieser Service-Gedanke, wir nehmen hier alles ab. Du musst... Also ich glaube, du kannst hier, sobald du ein Service-Business hast und da steht irgendwas mit Mobile vor, ne, irgendwie zieht das schon. Ne? Weil die Leute wollen natürlich, wenn du Dienstleistung hast, dass die Dienstleistung natürlich auch zu dir gebracht wird. Oh ja. Also wenn du eine Dienstleistung hast, wo du hingehen musst, ist das immer schon mal eine Hürde für die Amerikaner. Wenn das aber eine Dienstleistung ist, die zu dir kommt, Oh ja. hast du ein leichtes Spiel. Oh, hier, Pet Grooming. Hier, Hundefriseur. Der kommt auch zu dir. Das hat eine Freundin von uns hat das mal gemacht. Ich weiß,
Hundefriseur. Hundefriseur, der kommt dann zu dir nach Hause, Pet Grooming, und das boomt. Wieder Haustiere, ne? Also wenn du hier ein Service-Business aufmachen möchtest... Also ich würde tatsächlich mal Folgendes machen. Ich würde mir mal für einen Tag so einen Nacktmulch leihen. Und dann würde ich mir so einen Hundefriseur bestellen. Und das Gesicht, das filmen wir dann live, wenn hier Hunde-Uschi kommt, ne, und mit ihrem Kamm und alles. Und dann kommt der Hund als so ein Nacktmulch. Ja, können wir das nur glänzend machen mit? Oh, wie fies. Nein. Was kostet das? Das kostet $150 pro Besuch. Plus die ganzen Extras, also plus die Impfungen, Medikamente, wenn er irgendwelche besonderen Untersuchungen machen muss oder irgendwas verbinden muss, Pflaster, ne? Ihr kennt das ja alle, Pflaster für $300 in den USA. Also Ein bisschen windig gerade. Es ist ein bisschen windig. Ich hoffe, das Stativ hält. Aber wenn wir gleich weg sind... Du kannst es doch festhalten. Nee, ach ja, kann ich machen. Ja. Also ich hab als allerletzte Dienstleistung, und die werden wir wahrscheinlich auch in Anspruch nehmen, ist die Mülltonnenreinigungsservice. Ja. Das musst du schon machen hier, Ja. denn die Mülltonnen sind sehr groß. Und manchmal hast du da einfach so Maden drin oder sowas, ne? Weil auch hier ist ja, manche Tonnen werden halt nur alle 2 Wochen abgeholt, ne? Und das sammelt sich dann einfach da drin, ne? So, das heißt, irgendwie für 15 bis $20 kommt dann einer hin, ne? Und sprüht dir die Tonnen aus und macht die wieder sauber. Mit so einem Hochdruckreiniger. Sodass du da drin quasi baden kannst. So, Hochdruckreiniger, ne, haben wir uns jetzt nicht aufgeschrieben und nicht recherchiert, aber da weiß ich auch, diese Driveways sauber machen mit Hochdruckreiniger ist ein geiles Service, funktioniert. Fenster mit Hochdruckreiniger sauber machen hier in den USA funktioniert, weil niemand will Fenster putzen. Und wir haben uns mal, glaube ich, ein Angebot geben lassen. Pressure Wash heißt das. Genau. Wir haben uns mal Washing. ein Angebot geben lassen für die Fenster im alten Haus. Das waren irgendwie, die wollten $400 haben fürs Fensterwaschen. Ja gut, wir hatten aber auch 300 Fenster. Ja, aber trotzdem überleg doch mal. Also unterm Strich, Service-Businesses in den USA sind easy machbar mit einer guten Idee, wenn das ein Problem löst. Und das Problem heißt oft Faulheit. Und ich komme zu dir und mache das alles für dich. Sind Amerikaner bereit, sehr, sehr, sehr viel Geld zu bezahlen. Heißt für dich ein sehr stabiles Business. Musst dich nicht tot machen dafür. Also ich glaube, das Schwierige an dem Business ist halt, neue Kunden zu generieren und die immer zufrieden sind. Ne? Weil ihr habt natürlich dann eine Dienstleistung, die gibt es oft. Ne? Also das ist jetzt keine Dienstleistung, die so ausgerechnet da, ne? Sondern auch dieser Poo-Service da für die Hunde. Ne? Da gibt es ja zig von. Ne? Das heißt, das ist schon kompetitiv. Ne? Also du musst schon im Preis und musst gute Qualität liefern. Ich frage mich immer, was ist das Qualitätsmerkmal, wenn einer Hundekacke einsammelt? Ganz ehrlich, dass du kommst. Oh ja, das stimmt. Das haben wir auch schon, ne? Bei der Pest Control. Ne? Ja, also das Qualitätsmerkmal hier in den USA ist auch ganz oft deutsch. Ne? Wir kennen Leute, die haben eine deutsche Reinigungsfirma hier aufgezogen. Deutsche Reinigungsfirma. Nein, aber das zieht extrem, weil Deutschland ist immer noch, und ich weiß Wenn nicht warum. die Mexikaner kommen, dann kommen wir mit einer deutschen Reinigungsfirma. Muss ich rausschneiden gleich, das ist nicht schlimm. Wenn du mit einer deutschen Firma, an den Markt gehst, dann steht das immer noch für Qualität, Zuverlässigkeit, Fairness, ich kann dir glauben. Also das ist schon eine andere Nummer. Ich würde immer irgendwo sagen, deutsche Heritage. Ja, Zuverlässigkeit ist ein großer Punkt hier. Ne? Das ist so, ne? Also eine Bekannte von uns, die hat ein Reinigungsunternehmen. Ne? Ja, sag ich ja. Ja, und die spielt natürlich auch die deutsche Karte, aber die ist auch sehr sauber. Ne? Also die liebt halt auch zu putzen. Ne? So, und die hat natürlich einen perfekten Ruf hier. Ne? Also die können sich vor Aufregung gar nicht retten. Ne? So. Nein, ich habe jetzt gerade noch gelesen. Oh. Einbruch und Brandschutz. Mega Idee, auf jeden Fall. Es gibt sogar, habe ich auch bei der Recherche herausgefunden, private Feuerwehren für außerhalb Communities. Ja, hier in L.A. Da war doch, als das Feuer war, hatten die ja ein Problem, weil die reichen Leute sich alle private Feuerwehrleute leisten konnten. Ne? Das heißt, die hatten alle schönen Brandschutz da. Ne? So, und die Leute, die an das normale Setz angeschlossen sind, da war die Feuerwehr einfach über. Ne? Ja, das also so. Private Feuerwehr geht noch und Brandschutz und Einbruchschutz auf jeden Fall. Ja. Wir haben Einbruchschutz hier und ihr wisst, was ich meine. Was, Lizards? Also ich weiß nicht, ob es in Texas einen Einbruchschutz geben muss. Oh ja. Also in New York mit Sicherheit, in Los Angeles mit Sicherheit, San Francisco, Chicago, die Städte auf jeden Fall. Ja, aber wir reden ja USA-weit und nicht nur Texas-weit. Gut. Ich glaube nicht meine Idee. Nein, wir klauen deine Idee nicht. Ja, wir machen einen Businessplan. Ja, genau. Nein, das ist, also nochmal, E2-Business kriegt er gut hin mit einem Service-Business, der anderen die Arbeit abnimmt. So ist das. Ja, also
Ich finde, das war jetzt mal ein Experiment. Ne? Also ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht, hier zuzugucken, während wir uns in Rage quasseln. Es war Mittwoch und wir haben eine Quasselrunde aufgenommen und haben die live gestreamt auf einem anderen Social-Media-Plattform. Und das lade ich da hoch. Und wenn ihr wissen wollt, wie das da aussah, dann geht mal da vorbei und schaut euch das mal an. Wir bleiben jetzt noch ein bisschen in dem Livestream hier drin und beantworten gerne noch ein bisschen Fragen, weil ich habe noch eine halbe Stunde, bis mein nächster Call ist und ich muss meine Haare noch richten, weil ich kann ja nicht mit Mütze da vor der Kamera und T-Shirt. Ne? Also ein bisschen seriös muss ich auch aussehen. Aber uns hat es auf jeden Fall Spaß gemacht und wir finden es cool, dass ihr dabei seid. Wir finden es cool, dass ihr immer kommentiert und alle ganz lieb seid. Genau, und wenn ihr uns weiter unterstützen wollt, wirklich, jedes Engagement von euch zählt, hilft uns. Wenn ihr liked, wenn ihr kommentiert. Irgendwie, ich weiß nicht, was gerade los ist, aber YouTube mag uns gerade nicht ganz so gerne. Ja, ich mag YouTube ja auch nicht. Von daher gesehen. Deswegen, bitte, bitte unterstützt uns, teilt es wie verrückt, liked und followed und macht, was ihr machen könnt. Es kostet euch gar nichts, aber für uns ist es die Welt. Ja. Ist es so? Für dich ist das die Welt, wenn du das liebst, wenn die Zahlen da rumgehen. Für mich bleibt das ein Hobby und so soll es auch sein. Also wir haben die beste Community auf ganz YouTube und ihr folgt uns und liked uns und kommentiert und dann sehen wir uns am Wochenende wieder mit unserem Wochen-Vlog. Alles klar, ihr Lieben. Bis Bye, bye. bald. Ciao.